Ich habe von dem maurischen Stil gelesen und diesen verkommenen Häusern und ich dachte, da muss ich unbedingt hin. Und im Rahmen der Kranichbeobachtung haben wir auch hier Gensrode aufgesucht und ich bin so froh, dass ich das noch mitgenommen habe. Diese prachtvolle Baukunst, die wir dort sehen, nennt sich maurischer Stil. Gebaut wurden diese Gebäude in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Diese Baukunst hat uns beeindruckt. Wir fanden das richtig schön. Leider sind die Fenster schon kaputt. Bäume wachsen aus dem Mauerwerk. Und auch sonst sieht man, die Gebäude sind eigentlich zu sehr beschädigt, um sie wieder zu retten. Wie man auch hier drin sieht, die Gebäude sind ziemlich zerstört. Also auch dieses ganze Graffiti da an der Wand finde ich super hässlich. Da war wohl auch Brand und Wasserschäden. Also man sieht, hier ist wirklich nichts mehr zu retten. In jedem Zimmer versuchen wir, die Details am besten wie möglich einzufangen. Hier ist noch so Stuck an der Decke und auch ein kleines Gemälde, welches schon zerstört ist leider. Aber das lässt auch hier erahnen, wie schön und prachtvoll dieses Zimmer gestaltet sein muss mit einer wunderbaren Kunstsammlung. Aber der Boden ist komplett kaputt. Hinter dieser eingezogenen Decke ist eine wunderschöne Malerei, die würde ich mir sehr gerne mal im Ganzen anschauen, aber das ist nicht möglich, ohne diese Decke abzunehmen. Hier sieht man noch eine kleine Stelle. Ja, hier ist komplett der Boden heruntergekommen. Das Zimmer ist wirklich ziemlich zerstört. Da ist auch nichts mehr zu machen. Die Geschichte, die ich hier gerne erzählen möchte, handelt insbesondere von Ludwig Alexander Gentz, der 1826 in Neuruppin geboren wurde. Nach der Handelsschule unternahm er einige Reisen, bevor er in das Unternehmen von seinem Vater mit einstieg. Bei seinen Reisen war er auch in Algerien, wo er seine Liebe für die orientalische Kultur vertiefte. Das sehen wir ja insbesondere bei dem maurischen Stil, bei den Gebäuden, ob das jetzt nur die Villa in Neuruppin ist oder hier in Gensrode, da kann man es halt sehr gut sehen. Unsere Neugierde siegt immer, deswegen besuchen wir hier natürlich auch den Dachboden, aber wir laufen nicht umher, weil man sieht, dass hier einfach große Löcher im Boden sind und die Holzdielen sind so zerstört, das war mir einfach zu unsicher, da rumzulaufen, obwohl ich natürlich immer genau wissen möchte, was in welcher Ecke liegt. Neben der wunderschönen Villa sieht man hier auch einen Kornspeicher mit Anbauten. Der Kornspeicher war auch mit Wohnfläche damals ausgestattet und auch alles im maurischen Stil. Die Gebäude stehen unter Denkmalschutz, aber leider ist nichts mehr zu retten. Man sieht noch teilweise Planen am Gebäude oder auch auf dem Boden liegen, weil bei jedem Sturm oder auch bei jedem Winter, Sommer beginnt die Plane zu zerreißen und liegt dann da eigentlich nur noch rum und nützt nicht mehr viel. Auch
Auch der Schriftsteller Theodor Fontane soll hier gewesen sein. Die Eltern von Fontane waren in Neuruppin nämlich Nachbarn von der Familie Gentz und Alexander Gentz soll intensiven Kontakt zu Fontane gepflegt haben. Fontane soll in dem Wanderungsband Grafschaft Ruppin Familie Gentz eine bleibende Erinnerung geschaffen haben. Hier sehen wir das Kaminzimmer, welches mich noch sehr beeindruckt hat. Oben die Decke mit diesen ganzen Verzierungen, einfach wunderschön. Dann ist am Rand auch noch im Grün die Schrift gehalten. Und einmal sieht man auch ganz genau, dass da Gentz steht. Ich weiß nicht, was da damals aufgezeichnet war, aber es würde mich doch sehr interessieren. Die Familie Gentz hatte 2 wunderschöne Orte geschaffen. Einmal den Stadtwohnort in Neuruppin und auch den Firmensitz mit Villa in Genzrode, außerhalb von Neuruppin. Da sind wir ja jetzt gerade und haben dieses Grundstück aufgesucht. Im Jahre 1853 kaufte er, also Alexander Gentz, und sein Vater die ehemalige Gartenanlage mit Tempel des preußischen Kronprinzen Friedrich in Neuruppin. Diese Anlage hatte Friedrich der Große, oder auch genannt der alte Fritz, in seinen jungen Jahren 1735 anlegen lassen. Diesen Tempelgarten in Neuruppin haben wir auch aufgesucht und waren beeindruckt von der Baukunst. Im orientalischen Stil ist dort heute auch noch zu sehen die Umfassungsmauer, die Villa und das Gärtnerwohnhaus. Der seinerzeit berühmte Berliner Orientalistik-Architekt Karl von Diebitsch hat die Gebäude geplant und errichtet. Heute ist der Garten auch öffentlich und im Gebäude ist ein Restaurant untergebracht. Mit etwa 30 Jahren übernahm Alexander alle Geschäfte, das Bankhaus und das Torfunternehmen seines Vaters. Sie begannen mit Tausch und Erwerb großer Grundstücke, um eine große Fläche für ihr landwirtschaftliches Unternehmen in Neuruppin zu erhalten. Somit wurde das Familiengut Genzrode gegründet. Der Kaufmann engagierte sich sehr in Neuruppin, wie beispielsweise in Bildungsfragen, oder gab auch Kredite an junge Unternehmer. Er war in Neuruppin wirklich ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft und auch sehr sympathisch. Durch die große Wirtschaftskrise erhielt das Bank- und Handelshaus J.C. Gentz so große finanzielle Schäden, dass sie im Juni 1880 Konkurs anmeldeten. Auch wurde Torf als Brennstoff verdrängt. Hier sehen wir ein Gebäude, welches wahrscheinlich in den 30er Jahren von der Wehrmacht erbaut wurde und dann von der Sowjetunion für Offiziere und ihre Familie genutzt wurde. Aber ich weiß es nicht genau, das sind alles Mutmaßungen. Hier lag viel Kleidung rum, das hat uns sehr gewundert. Wir vermuten, dass in dem einen Raum ein Obdachloser gewohnt hat, denn die Tür hatte von innen auch noch so Stoffe dran genagelt und auch ein Schloss eingebaut, sodass er da wahrscheinlich auch in Ruhe wohnen konnte. (1856) heiratete Alexander die Tochter Helene des Heinrich Heine Verlegers. Sie bekamen 7 Kinder und 5 weitere wurden von ihnen aufgezogen. In Neid und Missgunst ließ die Stadt Neuruppin Alexander des betrügerischen Bankrotts anklagen. Obwohl er aber die erfolgten 17 Wirtschaftsjahre ordentlich mit allen Transaktionen nachweisen konnte und auch er alle Gläubiger innerhalb von 6 Wochen durch den Verkauf des Tempelgartens, Genzrode und der Kunstsammlung auszahlen konnte, wurde er im Juni 1883 zu einer mehrmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Die Gerichtsverhandlung und die Gefängnisstrafe löste große Bestürzung aus in wirtschaftlichen, politischen und künstlerischen Kreisen, da Alexander geschäftstüchtig und sehr sympathisch galt. Im Mai wurde daher 1884 vom Deutschen Reichsgericht in Leipzig das Urteil aufgehoben und sprach ihn von allen Vorwürfen frei und kritisierte das Neuruppiner Gerichtsverfahren. 2 Jahre später verließ Gentz seine Heimatstadt mit seiner Familie und zog nach Stralsund, übernahm eine Fischkonservenfabrik, die er bis zum Tode am 3. Juli 1888 führte.
Das Gut Gensrode hatte bis 1933 verschiedene Eigentümer. Die genauen Angaben würden hier den Rahmen sprengen. Deswegen kann ich nicht wieder alles berichten, was ich gelesen habe, obwohl ich das gerne möchte. Ich empfehle einfach, wer sich für diesen Ort noch interessiert, die Links sind auch wieder in der Beschreibung, sich da einfach noch ein bisschen durchzulesen. 1934 war die Wehrmacht im Besitz des Gutes und hatte hier einen Schießplatz und Munitionslager. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die Rote Armee das Grundstück. Die Rote Armee baute mehrere Gebäude hinzu und erbaute sich somit eine kleine Garnison für ca. 5000 Menschen mit Kino, Lebensmittelladen, Kindertagesstätte, Kasernen und weitere Häuser. 1991 zogen die sowjetischen Soldaten ab und das Areal war 9 Jahre lang Staatseigentum, aber es wurde nichts unternommen, um das Gut zu schützen. 2010 haben türkische Investoren das Grundstück gekauft, um dort ein Tennis- und Golfresort zu bauen, inklusive eines 5-Sterne-Hotels. Passiert ist nichts. Ja, auch hier gehen wir natürlich wieder auf den Dachboden. Wir lassen nichts aus, um uns das alles genau anzuschauen. Aber auch hier, ich nenne es jetzt einfach mal Offiziershaus, war auch alles zerstört. Den Keller haben wir natürlich auch aufgesucht und sobald irgendwo Sachen liegen, sind wir sofort dran und wollen wissen, was es genau ist, wenn es nicht jetzt gerade nur Müll ist. Hier ist mir aufgefallen, da hat wahrscheinlich ein Bewohner des Hauses den Keller verschönert und dann einfach ein paar skurrile Comiczeichnungen hingefügt. Auf dem Weg waren wir total entsetzt. Da war in einer Garage sehr viel Müll abgelegt. Und wir vermuten, dass jemand seine Wohnung aufgelöst hat und dort einfach alles entsorgt hat. Man sieht auch noch Unterlagen, wo der aus Rheinsberg Absagen für seine Bewerbung erhalten hat. Ja, unfassbar sowas zu sehen. Hier ist ein völlig zerstörtes Gebäude, das wohl mal die Kantine war. Da war auch ein wunderschönes Gemälde an der Wand, welches ich auf anderen Bildern im Internet gefunden habe und jetzt gar nicht mehr zu erkennen ist. Hier sehen wir ein Gebäude, ein Lebensmittelladen oder ein Café, wie ich das auch schon bei der Garnison Vogelsang gesehen habe. Das ist immer so eine eindeutigen Bauten. Die findet man immer wieder da, wo die Rote Armee war, nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier überall auch wieder Graffiti, nicht so schönes, aber überall ist halt dieses Geschmiere auch dabei. Hier sind komplett keine Fenster mehr drinne. Die Deckenplatten sind da irgendwie aufgestapelt gewesen, aber man sieht auch, das Gebäude ist komplett hin. Das finde ich zum Beispiel mal ganz niedlich mit der Maus und der Frau als Graffiti. Aber sowas findet man eher weniger. Hier sieht man ein Wohn- oder Kasernengebäude der Roten Armee, welches direkt nach der Besatzung erbaut wurde. Leider auch nicht mehr zu erhalten. Da auch schon völlig zerstört. Hier sieht man die typischen sowjetischen Toiletten.
letztens noch aufgefallen ist, dass in dem Fensterrahmen, in den Steinen, Namen eingeritzt wurden. Das habe ich immer wieder in Garnisonen gesehen, wo die Rote Armee war, dass die dort Namen von sich hinterlassen haben, vielleicht einfach nur, um zu zeigen, ich war auch hier. Manchmal auch mit Jahresangaben. Hier sieht man noch so schön das Herrenhaus aus der Baracke. Hier sehen wir die Gebäude in Neuruppin. Einmal die Umfassungsmauer oder auch die Villa, wo jetzt auch ein Restaurant ist. Da ist nochmal der Garten zu sehen, der auch öffentlich ist. Meine Recherche hat ergeben, dass dieser Ort offiziell aufgegeben wurde und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis letztendlich kein Stein mehr dort liegt, so wie er war und die Geschichte immer mehr verblasst mit der ganzen Tragik der Familie Gens. Ich freue mich, dass ihr dieses Video bis zum Schluss geschaut habt und ich würde mich sehr über ein Like freuen, ein Kommentar oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.